Siehst du überhaupt was? Ja, Okay. noch ja. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. 27. Dezember. Ich habe Joanna gerade in Polen abgeholt. Und wir fahren jetzt aus Polen weiter nach Litauen, dann nach Lettland, dann nach Estland dann nach Finnland und dann wahrscheinlich nach Norwegen. und von Norwegen geht es zurück nach Schweden und gegebenenfalls über Dänemark wieder zurück nach Deutschland und dann sind wir wieder da. Ja, so ungefähr wird das aussehen, aber genaue Ziele haben wir nicht. Wir werden es ziemlich spontan machen und entspannt. Nicht so wie in Rumänien, wo wir einfach so Speed-Besichtigung hatten, ein bisschen. Diesmal entspannter. Wir werden wieder viele Kilometer zurücklegen, im Auto schlafen. Und haben noch etwas Weihnachtsstimmung. Genau. Wir sind vor 3 Jahren schon mal zum Nordkap gefahren. Für die, die diese Reise noch nicht gesehen haben, schaut sie euch auf jeden Fall auch an auf unserem Kanal. Dieses Mal geht es nicht zum Nordkap, aber auch in den hohen Norden. Wir hoffen, hohe Minustemperaturen zu erleben. Letztes Jahr waren das Maximum, nicht letztes Jahr, vor 3 Jahren war das Maximum minus 18 Grad. Und wir hoffen, dass wir jetzt etwas jenseits oder unterhalb der minus 20 Grad erleben dürfen. Schauen wir. Viel Spaß beim Zuschauen und Teil 1 geht ab. Ja, bleibt bei uns. Es liegt uns daran, Polen möglichst schnell zu überqueren. Wir machen nur einen kurzen Halt für einen Tee bei meinen Verwandten in Bydgoszcz. Wir haben naiv geschätzt, dass wir noch am 27. die Grenze mit Litauen überschreiten werden. Doch nach mehreren Stunden Fahrt sind wir noch weit von der Grenze entfernt. Ich muss ehrlich sagen, ich wollte in Polen nicht stehen bleiben. Die Stimmungen hier, vor allem in den Dörfern, wurden letzte Zeit ziemlich feindlich den Ausländern gegenüber und vor allem den Deutschen gegenüber angestiftet. Und ich fühle mich in einem Auto mit einem deutschen Kennzeichen einfach nicht sicher genug, was mich sehr traurig macht. Es geht aber sehr langsam voran. Man kann hier nur langsam fahren, weil es hier vor allem kleine Dorfwege gibt. Wir müssen also doch in Polen übernachten und finden einen Platz in der Nähe von Jajkowo. Wir waren letztens vor 3 Jahren auf einer Winterreise und müssen uns an die Kälte erst wieder gewöhnen. Und nicht nur an die Kälte. Guten Morgen, Joanna. Guten Morgen. Ich habe nicht gut geschlafen und zwar, warum? Dort, wo wir jetzt wohnen, da kommt ein Müllwagen gefüllt. Jede 2 Tage und der ist laut. Also der ist so richtig laut, sodass wir total wach werden. Wir schlafen immer beim offenen Fenster und da kann man nicht einfach weiter schlafen, weil das ist so mega laut, der macht so viel Krach. Und wenn wir haben schon so gelernt, das ist so kodiert in unserem Kopf, dass wenn der Müllwagen schon ganz weit ist und man hört ihn ganz leise, dann werden wir wach, stehen auf und machen das Fenster zu. Und das bin oft ich, weil ich von der Fensterseite schlafe. Und heute Nacht habe ich festgestellt, dass unser Kühlschrank, wenn er sich einschaltet, in Verbindung zum laufenden Motor, das ergibt zusammen genau diesen Geräusch, nur leise. Und obwohl es leise ist, werde ich jedes Mal wach. Und dann schlafe ich erst ein, wenn der Kühlschrank nicht mehr läuft. Und vielleicht
schaffe ich das aus meinem Gehirn irgendwie rauszukodieren im Laufe der Reise, weil sonst werde ich es nicht schaffen. Ich kann nicht einfach so rauskommen. Alles liegt dort, wo meine Schuhe sind. Hat Joanna nicht eine coole Frisur heute Morgen? Oh, hey. Oh, wisst ihr was? Dieses Gerät neben uns springt auch an und macht hin und wieder Geräusche. Aber ich vermute, dass das nicht das war, was Joanna gehört hat. Dafür ist das Auto zu gut isoliert und unser Motor macht auch noch Geräusche. So, versuchen wir das alles mal mit einer Hand. Ihr seht, wie voll das ist. Hoffentlich fällt nichts raus. Oh nein, es ist abgeschlossen. Mach zu, es ist erst kalt hier Ich drin. geht nicht zu. Oh, guckt, ist runtergefallen, aber hängt. Hat den Boden nicht berührt. Und unser Wasserkanister. Wir haben ungefähr minus 8,5 Grad. Aber Zähne putzen muss trotzdem sein. Ich habe übrigens einen Ohrhörer gefunden, so wie ich es Oh, das ist gut. Ich habe das gesucht. Gib. Meine Finger sind total kalt. Und Joanna nennt mich Weichei. Aber sie war noch nicht draußen Zähne putzen. Das steht ja jetzt bevor. Dann wollen wir mal sehen. Itch, raus mit dir. Ich weiß gar nicht, was du da meinst. Und, wie warm ist es? Okay. Sollte das GoPro-Bild zittern, dann ist es meine Hand. Es ist kalt. Ach nein. Ich bin noch nicht fertig. Lass dir ruhig Zeit. Hier drin ist warm. Aber es wäre nicht so kalt, wenn meine Hand nicht nass wäre. Das brennt. Polen ist ein schönes Land, aber im Winter stinkt. Im Ernst. Es stinkt sogar im Auto, wenn wir durch Polen fahren. Sehr viele Häuser werden hier immer noch mit Kohle beheizt, wie vor 100 Jahren. Und leider passiert es oft, dass nicht nur Kohle im Ofen landet. Deswegen ist das Atmen in Polen im Winter ziemlich ungesund oder sogar gefährlich. Im Radio wird oft von der Luftqualität gewarnt und gesagt, dass man möglichst wenig Zeit draußen verbringen soll. Ich sehe die Schuld nicht unbedingt bei den Leuten, die heizen. In Polen sind Menschen eher arm und man kann jemandem nicht einfach sagen, kauf dir doch mal eine Wärmepumpe. Wobei man schon erwarten könnte, dass die Leute wissen, dass sie sich selbst vergiften, wenn sie Plastik, Reifen oder was auch immer verbrennen. Oft ist der Rauch aus den Kaminen pechschwarz oder sogar gelb, stinkt unerträglich und verseucht die ganze Gegend. Aber wenn man kein Geld hat und kein Grundwissen, dann versucht man auch auf dumme Weisen zu sparen. Und bestimmt viele Leute werden krank davon. Das ist desto trauriger, weil das Gesundheitssystem in Polen in so schlechtem Zustand ist, dass man manchmal Jahre, im Ernst, auf eine spezialistische Untersuchung warten muss. Seit Jahren tut sich gefühlt gar nichts dagegen. Und aktuell schon überhaupt nicht, weil Korruption, Verbrechen touchieren, religiöser Fanatismus und kranker Nationalismus wichtiger sind als das Wohl der Menschen. Ich habe nie gedacht, dass ich solche furchtbare Verwandlung meines Landes erleben werde.
Wir können es selbst kaum glauben, aber wir brauchen tatsächlich weitere 5 Stunden, um Polen zu verlassen. Aus irgendeinem Grund hat uns das Navi ständig versucht, über Kaliningrad oder über Minsk in Weißrussland zu führen. Den Weg über Polen hat es einfach ignoriert. Bis kurz vor der Grenze hat es gedauert, bis das Navigationssystem endlich einen direkten Weg nach Litauen finden konnte. Vilnius hatten wir vorher als Ziel eingegeben. Zum Glück hatten wir es nicht eilig. Irgendwann erreichen wir die litauische Grenze und kurze Zeit später sind wir schon wieder nah an der Grenze zu Lettland. Groß sind diese Länder nicht. Unterwegs halten wir Ausschau nach einer Tankstelle mit Dusche. Doch alle Duschen sind entweder geschlossen oder gar nicht vorhanden, wie es die App anzeigt. Wir entscheiden uns, in Lettland am nächsten Morgen anzukommen und noch in Litauen zu übernachten. Nach 9 sind wir schon in Lettland. In Deutschland ist es nach 8, weil wir seit Litauen eine Stunde Zeitverschiebung haben. Die Sonne steht noch nicht hoch über dem Horizont, wenn wir Riga erreichen.
Das erste, was wir sehen, ist der Fernsehturm. Litauen hat nur rund 2,8 Millionen Einwohner und jeder vierte von ihnen wohnt in Riga. Wir versuchen mal wieder ein Parkticket zu lösen. Das erste, was auffällt, sind Euro. Und auch wenn mein Lettich nicht gut ist, 3 Euro pro Stunde heißt es offenbar. Und das sieht aus wie die erste Stunde, 2,50 Euro. Das würde erklären, warum hier so wenige parken. Richtig. Das würde erklären, warum so viele Lücken frei sind. Rigaer Altstadt bezaubert uns vom ersten Blick. Wenige Städte schaffen es, im Winter schön auszusehen, aber für Riga ist das kein Problem. Es ist zu kalt, um das Handy die ganze Zeit in der Hand zu halten und zu schauen, wo wir hingehen. Deswegen treiben wir uns einfach rum durch die Altstadt und bewundern sie. Auf dem Rathausplatz spricht uns aber Alexander an, ein Reiseführer. Er ist selbstständig und bietet uns eine halbe Stunde Stadtführung für 10 Euro pro Person. Wir haben zugesagt und konnten auf diese Weise viele interessante Sachen erfahren. Zum Beispiel, dass alle Gebäude auf dem Rathausplatz, Gesamtrathaus, nicht älter als 20 Jahre sind. Im Zweiten Weltkrieg wurde fast nur genau dieser Teil der Stadt zerstört. Ich finde es einfach genial, dass man sich die Mühe gab, die mittelalterliche Atmosphäre zu erhalten und die Gebäude im passenden Stil wieder aufzubauen, anstatt die kontrastierenden modernen Glaskasten überall reinzudrücken, wie es so in vielen Städten üblich ist. Auch dieser Sitz der Kaufmannsgilde wurde vor 20 Jahren erbaut. Kaum zu glauben. Und das Haus 200 Jahre alt und dieses Haus rechts nur 20 Jahre alt. Neubau, ja, man kann so sagen. Das ist Neubau. Nur letzte 2 Häuser original, Ah, blau und gelb. okay. Gelb. Neue Häuser. Aber schön, dass Sie so eingepasst Ja. haben. Das neue Fenster, neue Rahmen. Und alle Steine aus Finnland. Letten kommen nach Finnland gute und kommen zurück auf letzte Steine. Und dieses Haus original. Und das ist Kopie. Häuser Zweiter Krieg kaputt gegangen. Kopie. Wir erfahren auch, dass in Riga hat die Händlergilde im Jahr 1510 den allerersten Weihnachtsbaum aufgestellt. Er war aber nicht mit Weihnachtskugeln, sondern mit Rosen geschmückt. Es ist wohl selbstverständlich, dass diese wunderschöne Altstadt als Illustration der europäischen Geschichte auf der Liste der UNESCO-Welterben steht. Das sind Rigas 3 Brüder, 3 Gebäude, die angeblich durch dieselbe Familie gebaut wurden und die 3 unterschiedliche Architekturtrends aufweisen. Der älteste Bruder wurde im 15. Jahrhundert und der jüngste und schmalste links im 18. Jahrhundert gebaut. Wie Alexander meint, man kann sofort sehen, was in welcher Zeit teuer war. Im 15. Jahrhundert waren das die Fenster und im 18. Jahrhundert war es Grundstück oder Baumaterialien. Gucken, lettisches Parlamentbüro und U-Bahn ist gefährlich.
Ja, sehr Parlament gefährlich. und dann Parlamentbüro. Eine Falle. Und das ist ein Katzenhaus, gebaut vor 130 Jahren von einem verärgerten reichen Kaufmann, der nicht in die große Gilde aufgenommen wurde. Er ließ auf dem Dach 2 Katzenfiguren aufstellen, die mit ihren Hinterteilen in Richtung der großen Gilde zeigen. Nach der Besichtigung sind wir halb durchgefroren und hungrig. Ist dir kalt? Ja, Dabei hast du doch so tolle Handschuhe. aber die lassen auch Kälte durch. Nach einer Stunde oder so. Dabei ist es hier schon 5 Grad wärmer als heute Nacht. Das stimmt, aber da war ich nicht draußen. Jetzt gehen wir essen. Machen wir. In 10 Minuten gibt es etwas zu essen und auf jeden Fall gibt es jetzt schon Wärme. Die lettische Küche ähnelt der deutschen bzw. polnischen. Es gibt viele Kartoffeln, Würste, lettischen Käse und Schwarzbrot. Schnee. Eins ist sicher, Riga ist richtig cool und hat eine wunderbare Atmosphäre. Ich könnte hier wohnen. Nur die Eiszapfen auf den Dächern überall, die niemand entfernt, sind etwas gruselig. Wir fahren weiter in Richtung Estland und bald stellen wir fest, dass wir direkt am Meer sind. Wir konnten die Gelegenheit nicht verpassen, den Sonnenuntergang am Meer zu sehen. Der Strand war leer und riesig. Sehr riesig. Wo war denn das ganze Wasser geblieben? Und diese komischen Eisformationen haben verdächtig ähnlich wie Wellen ausgesehen. Joanna konnte es professionell mit viel Körpereinsatz erklären. Was gab's Spannendes zu filmen? Das Meer. Die eingefrorenen Wellen. Ich sag dir, es gab Sturm und dann minus 20 und es ist eingefroren. So die Wellen, so wie sie kamen. Ich habe noch nie ein eingefrorenes Meer gesehen. Ich habe versucht, das Wasser zu filmen, aber es war so weit, dass ich auf eine eingefrorene Welle klettern musste und dann habe ich ausgesehen, als ob ich Großflächenzauber werfen würde.
Das Wasser. Noch an demselben Abend sind wir in Estland und finden endlich eine Tankstelle mit Dusche. Wir haben eine sehr saubere Dusche gefunden. Alles ist da, was man braucht. Fehlt ein bisschen Ablagefläche, aber ansonsten kann man sich nicht beklagen. Wir sind eine Tankstelle und kostet 2 Euro. So, ich fühle mich wie neugeboren. Es ist ein schönes Gefühl. Und da drin ist wirklich sauber. Ein bisschen problematisch war die Dusche, die ganze Zeit nach unten gerutscht ist. Aber egal. Hauptsache, man konnte gut duschen. Jetzt ist Jens dran. Es wird ihm bestimmt auch gefallen. Ein bisschen lustig war es, weil die Tankstelle ist voll Menschen, die irgendwas kaufen wollen. Und ich bin mit so einem Turban aus dem Handtuch durchmarschiert durch die Menge. Ich habe ein bisschen komisch geguckt, aber das macht nichts. Und nun ist es Zeit, einen schönen Platz zum Schlafen zu finden. Und diesmal hat es wirklich gut geklappt. Wie Joanna euch gerade schon erzählt hat, waren wir gerade duschen. Seit einiger Zeit. Also abgesehen von unserer Luxusdusche hier im Auto. Die aber bisher nur den Kopf erwischt hat. Jetzt stehen wir hier mitten am Meer. Wir hoffen, morgen früh mit der Drohne da nochmal ein paar Aufnahmen machen zu können, wenn die Sonne scheint. Es ist jetzt 17 Uhr bei uns. Und es ist einfach stockdunkel, sodass man nichts mehr sieht. Aber wir haben es 10, 20 Meter bis zur Klippe und dann direkt ins Meer. Und wir machen jetzt einen frühen Feierabend, was das Fahren angeht. Ja. Wir werden es uns gleich gemütlich im Auto machen. Und dann gibt es noch einige Sachen zu tun, wie Videos schneiden, die Kameras und die Drohne entleeren, Akkus laden, Mama anrufen. Telefonate tätigen und die Winterkleidung für morgen raussuchen. Denn morgen steht Tallinn auf dem Programm und da werden wir auch einige Stunden verbringen. 2000 Kilometer entfernt von zu Hause und während es dort regnet, haben wir es hier schön am Meer und Schnee um uns herum. Morgen führt uns unsere Reise weiter, geht nach Tallinn, mit der Fähre nach Helsinki und dann weiter gen Norden. Wir freuen uns darauf, euch dabei mitzunehmen. Tschüss, sagen Jens und Joanna.